Hi zusammen, ich bin Nikolas, ich bin Produktmanager bei SKS und ich zeige euch heute ein bisschen was über das Schwalbe Click-Valve und das SKS Click-Tech-System. Worum geht es eigentlich bei dem neuen Schwalbe Click-Valve? Im Endeffekt ist das Schwalbe Click-Valve einfach nur ein kleiner Ventileinsatz, der die Vorteile von allen existierenden Ventileinsätzen vereint und die Nachteile ausmerzt. Man hat also einen neuen Standard, der für alles einsetzbar ist und der zusammen mit der SKS Click-Tech-Technologie eine unfassbar einfache Art und Weise gibt, wie der Reifen aufgepumpt werden kann. Hier kann selbst das Kind, wenn es Luft in seinem Reifen haben möchte, hingehen, den Kopf mit einem einfachen Klick aufklicken und kann die Luft in seinen Reifen bekommen. Doch fangen wir vorne an. Ich habe jetzt mein Fahrrad. Für mich ist das Schwalbe Click-Valve interessant und ich möchte das Fahrrad umrüsten. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Erstmal muss man gucken, was für ein vorhandenes Ventil hat man. Es gibt für alle drei Ventilarten, die am Markt sind, aktuell Ventileinsätze. Wir haben einen DV-Einsatz, wir haben einen SV-Einsatz und wir haben einen Adapter für das AV-Ventil. Und je nachdem, welches Ventil man hat, muss man sich halt das passende Umrüstset kaufen. Und dann steigen wir einfach mal ein und gucken uns an, wie wir anhand eines SV-Beispieles unser SV-Ventil auf das Schwalbe Click-Valve umrüsten können. Wir starten hier mit dem SV-Ventil, drehen natürlich erstmal die Kappe ab und lassen zur Einfachheit einfach die Luft aus dem Reifen, damit uns das Ventil nicht gleich durch die Gegend fliegt. Wenn der Reifen dann relativ leer ist, nehmen wir einen SV-Ventilschlüssel. Im Umrüstset liegt immer einer dabei. Hier in unseren Reifenhebern ist auch einer integriert. Und fangen an, das Ventil zu lösen, bis wir es ein bisschen aus seinem Sitz rausgeschraubt haben. Danach können wir einfach mit der Hand das Ventil weiter rausschrauben, sodass wir dann hier den Kern in der Hand haben. Und ihr seht jetzt schon, der alte SV-Kern und der neue Click-Valve-Kern sind sich sehr ähnlich. Wir können also den neuen Click-Valve-Kern nehmen und ihn einfach wieder hier in das vorhandene Ventil einschrauben. Und hier reicht es auch, wenn wir ihn einfach mit den Fingern einmal fest andrehen. Er hat eine leichte Riffelung daran, sodass man wirklich einfach mit der Hand ihn anziehen kann. Und damit ist er schon fest und dicht. Und so haben wir schon einen Reifen umgerüstet auf das Schwalbe Click-Valve. Bei Dunlop-Ventilen sieht es so aus, dass der Ventilkern selbst nicht eingeschraubt ist, sondern er ist mit einer Überwurfmutter gesichert. Das heißt, wir können die Überwurfmutter einfach lösen, behalten diese, legen den Ventilkern zur Seite und haben hier den neuen Dunlop-Ventilkern. Der zeichnet sich durch so einen kleinen Kragen aus. Den können wir auch einfach wieder einstecken und mit der vorhandenen Überwurfmutter sichern. Wir haben unser Ventil umgerüstet und jetzt kommt die eigentliche Innovation des ganzen Systems. Zusammen mit der SKS Click-Tech-Technologie ist ein Aufstecken und Abziehen des Pumpenkopfs denkbar einfach. Wir nehmen den Pumpenkopf, klicken ihn aufs Ventil auf und sind fertig. So können wir anfangen zu pumpen und wieder Luft in den Reifen zu bringen. Haben wir unseren Reifen aufgepumpt, ziehen wir den Kopf einfach wieder ab. Und schon ist das Ventil wieder dicht. Wir haben verlustfrei den Kopf aufgesteckt und wieder abgezogen. Auch die Staubkappen haben eine Überarbeitung bekommen. Sie werden nicht mehr aufgeschraubt, sondern das Thema Klick ist überall Programm. Die Staubkappe wird auch einfach nur draufgeklickt. Ich zeige euch hier, wie man den AV-Adapter zusammen mit einer vorhandenen Minipumpe nutzt. Das System ist aber bei Standpumpen, bei Minipumpen oder welchen Pumpen auch immer das gleiche. Wir haben hier den Adapter mit dem AV-Anschluss hinten und an unserem Pumpenkopf häufig zwei Öffnungen, einmal für SV, einmal für AV. Bei anderen Pumpen gibt es reversible Systeme, die man auf ein System einstellen kann. Wir brauchen auf jeden Fall das AV-Loch. Hier nehmen wir einfach den Adapter, stecken ihn komplett in dieses AV-Loch rein und klemmen den Hebel. Ihr müsst euch, um das Schwalbe Click-Valve-System zu nutzen, natürlich keine neue Pumpe kaufen. In den Umrüstsets sind schon immer Click-Tech-Adapter dabei.
Ihr könnt aber auch entweder einen Clicktech AV-Adapter kaufen oder einen Umrüst-Pumpenkopf mit der SKS Clicktech-Technologie, den ihr auf eure vorhandene Standpumpe schrauben könnt. Der AV-Adapter ist dabei die einfachste Lösung. Es lässt sich jede vorhandene Pumpe umrüsten, die einen klemmbaren oder schraubbaren AV-Anschluss hat. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt mal eben. Beim Clicktech Pumpenkopf sind 3 Teile im Umrüstkit vorhanden. Das ist einmal der Pumpenkopf selbst, die Überwurfmutter und eine Sache, bei der es etwas zu beachten gibt. Der Pumpenkopf lässt sich auf jede Standpumpe draufschrauben. Man muss nur einmal kurz nachmessen, wie dick der Pumpenschlauch der Standpumpe ist. Dafür gibt es hier diese Reduzierhülse mit dabei für Pumpenschläuche, die weniger als 10 mm Durchmesser haben. Da muss man sie vorher noch draufpacken. Die meisten Schläuche haben allerdings mehr als 10 mm Durchmesser, sodass wir einfach den Pumpenkopf ohne die Reduzierhülse nutzen können. Um die vorhandene Pumpe umzurüsten, schrauben wir erstmal den vorhandenen Pumpenkopf ab. Meistens ist er hier durch eine Überwurfmutter gesichert. Wenn die sich nicht lösen lässt, könnt ihr auch einfach mit einem scharfen Messer den Schlauch hier direkt unten drunter abschneiden. Achtet dann darauf, dass ihr ihn gerade abschneidet. Ich schraube jetzt hier einfach den Pumpenkopf ab, ziehe ihn vom Schlauch ab. Es geht manchmal etwas schwieriger und nehme die vorhandene Überwurfmutter ab. Als nächstes nehmt ihr die neue Überwurfmutter von dem Clicktech-Kopf und führt sie auf den Schlauch auf. Und jetzt kommt die Sache mit dem dicken oder dem dünnen Schlauch. Habe ich einen Schlauch, der unter 10 mm groß ist, muss ich die Reduzierhülse nehmen und stecke diese als nächstes drauf. Hier ist wichtig, dass der Kragen nach oben zeigt in Richtung Ende des Pumpenschlauchs. Hier haben wir einen Schlauch, der größer als 10 mm ist, also kann ich diese Reduzierhülse weglassen. Ich nehme dann jetzt einfach den Pumpenkopf, stecke ihn wieder in den Schlauch rein und drehe ihn ein bisschen, bis der Schlauch wirklich unten am Gewinde ansitzt. Und dann kann ich die Überwurfmutter einfach wieder festschrauben. Wenn das mit der Hand zu schwer gehen sollte, sind hier 2 Schlüsselflächen dran, sodass ihr auch mit einem ganz normalen Maulschlüssel die Überwurfmutter zumachen könnt. Die Überwurfmutter auch bitte komplett schließen und so schnell geht es dann, dass wir unsere vorhandene Pumpe auf das Clicktech umrüsten. Warum sollte ich auf das Schwalbe Klickvalve-System umrüsten? Da gibt es diverse Vorteile, wofür es sich schon lohnt. Natürlich einmal das einfache Aufpumpen und also Aufstecken und Abziehen von dem Pumpenkopf. Zusätzlich haben wir noch einen etwa um 50% erhöhten Luftdurchfluss in dem Schwalbe Klickvalve. Das ist hier interessant für Tubeless-Reifensätzen zum Beispiel. Wir müssen da den Kern erst gar nicht mehr rausschrauben, sondern wir können einfach direkt mit der Pumpe durch das Ventil pumpen. Das Ventil ist auch weniger anfällig, sich dabei bei Tubeless-Milch zu verkleben. Das heißt, selbst wenn wir Tubeless fahren und mal Milch in das Ventil reinkommt, das spült sich jedes Mal selber ein bisschen frei, sobald wir den Pumpenkopf aufsetzen. Einen weiteren Vorteil haben wir bei so kleinen Reifen wie diesem 20 Zoll Reifen mit geringen Speichenabständen. Mit einem normalen Pumpenkopf wäre es relativ schwer, den da drauf zu bekommen und dann noch zu klemmen. Mit dem Clicktech Pumpenkopf ist es aber genauso einfach wie mit jedem anderen Reifen. Einfach aufstecken und wieder abziehen. Das zählt nicht nur hier bei solchen Reifen, sondern natürlich auch bei Kinderwagenreifen, bei Schubkarrenreifen oder zum Beispiel bei Bahnradreifen, wo man nur einen ganz kleinen Bereich hat, wo man den Pumpenkopf abziehen kann. Da, wo man früher einen Adapter bräuchte, kann man jetzt einfach den kleinen Clicktech Pumpenkopf nehmen und hat somit eine sehr sichere und einfache Anwendung. Was passiert jetzt aber, wenn ihr mal unterwegs seid und ihr habt keine Pumpe mit einem Clicktech Kopf oder einem Clicktech Adapter dabei? Das ist auch kein Problem. Das Klickvalve ist bedingt abwärtskompatibel. Das heißt, ihr könnt jede Pumpe, die eine klemmbare SV-Öffnung hat, auch nutzen. Der Kopf klemmt sich dann einfach auf dem Klickvalve fest und erlaubt es euch, Luft reinzupumpen. Da gibt es allerdings einige Nachteile.
Erstmal müsst ihr jedes Mal beim Pumpen das Ventil öffnen und also es wird nicht mechanisch durch den Pumpenkopf geöffnet. Das heißt, das Pumpen geht wesentlich schwerer. Und der zweite Nachteil ist, ihr kriegt keine Rückmeldung an das Manometer. Dadurch, dass der Pumpenkopf das Ventil nicht öffnet, zeigt das Manometer auch keinen Druck an, beziehungsweise nicht den richtigen Druck an. Es ist immer eine Differenz von 0,8 bis 1,5 bar in Richtung Reifen zu sehen, sodass ihr eigentlich nur abschätzen könnt, welcher Druck im Reifen ist. Also es empfiehlt sich schon, seine Pumpe einfach auf den Klicktech-Adapter umzurüsten. Dann habt ihr auch die vollen Vorteile. Ansonsten müsst ihr halt auch immer noch klemmen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was beibringen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Schwalbe Click Valve und den SKS Klicktech Produkten.